ja, ich habe mir bei Netflix einen super Horrorfilm angeschaut, von dem wollte ich jetzt gerade berichten. Und der hat mich richtig überrascht. Ähm, ja, da habe ich rumgesappt bei Netflix und habe es dann gesehen, habe den, der Überschrift hört sich mal sehr interessant an. Ja, und ähm, mal sehen, ob die Erwartungen eingehalten waren und ob der hält das, was er verspricht. Ja. Und ich war richtig überrascht. Ja. Also den der ist schon genial betitelt. Ja. Bei Smile, ich habe da nur den ersten Teil gesehen. Ich weiß, das ist ein riesen Hype, aber mir hat er halt nicht gefallen, weil ich da mehr erwartet habe. Ich habe da mehr erwartet, dass da gleich in einer, ja, gleich da um mehrere geht. Ja. Ging es auch um einen und waren ja auch dann noch, haben sie ja im Nachblick noch zwei andere eingebaut oder so. Aber eigentlich ging es hauptsächlich um die Frau und so. Und wie es die dann in der figurierten Handlung psychisch fertig gemacht wurde, das hat mir gar nicht gefallen. Und wie das Finale war, zu brutal mit dem CGI-Effekt, wo man auch dann gesehen hat, das ist jetzt CGI, war jetzt nicht mein Film. Ja. Und das, was ich von Smile erhofft habe, ist ja natürlich Geschmackssache, was ich von Smile erhofft habe, das hat der Film eingehalten. Ja. Und das hat mir dann auch mitgenommen. Ja. Und da hat mir auch, das war eigentlich wirklich der Film und der Film hat geheißen Wahrheit oder Pflicht. Ja. Ist eigentlich so Spiel unter Jugendliche, ja, so Erotik-Gruppenspiel kann man sagen. Und da hätte sie auch einen Horrorfilm draus gemacht aus der Thematik und ich fand das echt super. Und der Film hat mich mitgenommen. Ja. Und das, was ich von Smile erwartet hat der Film auch erfüllt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass der Film, vielleicht war es auch andersrum, dass der Film sich von Smile sich inspiriert gelassen hat. Ja. Und Spoiler-Alarm an der Stelle, Spoiler-Alarm. Ich habe jetzt recherchieren müssen, weil für mich war der Film neu, für mich waren die Darsteller neu und so. Und Regie war Jeff Wethoff. Ja. Drehbuch war Jeff Wethoff, Marke Reitz, Julian Jacobs, Chris Rothschild. Ja. Darsteller Louis Hall als Olivia Byrne, Taylor Pussier als Lucas Moreno, Wiptet, wenn ich nicht so glaube, Penne als Marky Cameron, Sophia Ali als Pelofi Amari, Hayden Hayden Zeto als Prat Chang, Lenton Rion als Sam, Nolan Gerhard Funk als Tyson Kuren, Tom Choi als Han Chang, Yoshi Sutroso, Oma Laiva. Ja. Das waren die Schauspieler, da gab es noch viele andere, aber irgendwann mal die wichtige rausgeschrieben. Und ich fand den Film genial. Also der hat der Anfang, man muss sagen, die erste Frequenz war mir zu brutal. In der Tankstelle, wo sie so einen Kiosk hin. Die erste Szene war mir zu brutal, aber ich habe dann gedacht, guckst mal weiter, gibst dem Film eine Chance und das war wirklich gut. So. Es geht so, natürlich geht es um so Jugendliche von der Highschool oder so, die dann, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube war es Highschool oder, ne, war Uni. Sorry, war schon, glaube Uni, aber egal. Auf jeden Fall war die unterwegs in Mexiko. Und so ein Unbekannter hat dann einer von den Fräuleins angesprochen und ob der mit der Gruppe nicht irgendwo mitgegangen kann. Und das war sie so in einer stillgelegten Kirche. Und da haben sie dann das Spiel gespielt, Wahrheit oder Pflicht. Ja. Und der wollte Band loswerden, ja, auf den, dass er den Fluch auf eine andere Gruppe setzt. Ja.
das Problem, also die Vorgeschichte war so, dass er mit seiner Gruppe ganz davor, wo in der stillgelegten Kirche war, ein paar Jahre davor, und einer von denen hat so verrandaliert und hat dann so eine Art Urne umgekickt, da ein Dämon gefangen ist. Ja. Und den dann das Spiel gespielt und der Dämon hat das Spiel zu seinem Gunststück gemacht. Ja. Und hat die Gruppe quasi einen nach der anderen eliminiert. Und jetzt hat er jetzt auf eine neue Gruppe, auf unsere Gruppe, quasi den Fluch übersenden will, dass er frei ist. Also den haben wieder Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und er ist dann gegangen und es sind auch schon da gruselige Sachen passiert. Und als sie wieder von Mexiko heim in den USA waren, dann ist das Spiel weitergegangen. Das Spiel ist einfach weitergegangen und der Dämon spricht dann mit denen und das hört dann nur sie. Entweder spricht die Person auf sie ein und das hört aber nur sie und die Person weiß nicht, dass das gesagt worden ist, weil es der Dämon vorgaukelt, so wie bei S. Ja. Und es fing an der Billard, also den so Partymeile, da war so Billardtheke und hat mir eine Frage geflogen und die Frau sagt dann Wahrheit oder Pflicht und er hat dann gesagt Pflicht und dann hat ich gesagt, na, dann will ich dein Kö sehen, dein Billardkö, ja, dein Dingsdungs, möchte dein Billardkö sehen, man weiß aber für was das steht und da ist der auf dem Tisch gestanden und wollte schon mutig jedem alles präsentieren und dann sind da, ja, dann sind da blöde Sprüche gekommen. Und da hat er die Schnauze voll gehabt und ein paar andere Sachen, die jetzt noch nicht erwähnen will. Auf jeden Fall haben sie blöde Sprüche gemacht. Auf die blöden Sprüche hat er gesagt, er möchte es nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel. Wenn der Dämon sagt, über Person oder anderswortig, Wahrheit oder Pflicht und du hast dich von einem Ball entschieden, ja, und der Dämon sagt zu dir, durch eine Person, du musst das und das machen und du musst das nicht erfüllen, dann schlupft der Dämon quasi in die Person rein und bringt die Person um. Also so wie bei Smile. Und dann, weil er es ja nicht gemacht hat, ist der Dämon eingesprungen, hat so wie beim Smile so ein Lächeln gehabt und wollte sich quasi sich selber durch, indem er in den Billardkö einspringt. Das hat aber einer verhindert, ja, und hat den dann aufgehalten und sagt, pass auf, falls du da auf dem Tisch machst, hast du fast umgebracht. Er ist auf der anderen Seite rum und ist dann auf die Billardkugel getappt, hat der Dämon dann mit Absicht gemacht. Aber sieht dann wie ein Unfall aus, der fliegt vom Tisch, fällt gegen einen anderen Billardtisch und bricht sich das Knick und ist da, der Dämon springt dann raus. Ja. Und so ist eigentlich der Grusel perfekt. Ja. Und gut, man muss sagen, der hat noch eine leichte Aufgabe gehabt, ja, kostet zwar Überwindung, aber was unfair war, der weiß nicht, wenn er die Aufgabe nicht löst, dann muss er sterben. Das hat er jetzt nicht gesagt, war sogar noch unfairer. Und das machen sie mit den anderen dann auch. Ja. Dann müssen die Gruppe dann zusammenhalten, dass sie gegen den Dämon überlebt. Ab der Dämon spielt auch die Gruppe gegeneinander aus. So, ja. Und die Freundin hat dann, zum Beispiel der andere die Freundin hat dann einer von den Ladies anvertraut, dass sie da mal fremdgegangen ist und der Dämon fordert dann bei Wahrheit oder Pflicht, hat sie sich für Wahrheit entschieden, dass sie das jetzt in der ganzen Bücherei jetzt rumschreien soll. Ja. Und, oder die müssen sich gegen ja böse Dinge antun oder was auch immer. Und also die Story scheint eigentlich ziemlich gut zu erzählen, weil du einfach kurze Sachen erzählen kannst, um den Spirit von dem Film, ja, rüberzubringen zu euch, ohne dass man so viel von der Geschichte überhaupt erzählt. Das finde ich mal gut. Und also ein knallhartes Spiel. Und da war auch immer allein auf der Straße und dann steht an der Wand Wahrheit oder Pflicht. Ja. Und, und er muss sich da entscheiden und hat er sich entschieden und steht gleich die Aufgabe, dann was er einlösen muss. Und die findet auch raus, dass wenn quasi die Aufgabe nicht von dem Dämon löst, dann stirbst du auch. Und da waren sehr gruselige Effekte dabei. Ja, also ich fand den eigentlich den besten Horrorfilm, wo ich gesehen habe. Also
da gab es Ikonen, die mit dem mitgegangen, aber der war so krass kreativ gemacht und ich war so, also das hat mich so gruselt und Horrorkraft, das hat mich so in der Sessel brennt und also hat mich so mitgenommen. Ja. Also wenn du auf so einen Film in deiner Wohnung, also ich habe mir so auf Nachtstunden angeschaut in meinem Urlaub, vor ein paar Tagen und deine Wohnung ist anders und du erschrickst bei jedem Knacken und bin erschrocken, weil an meiner Küchentür hängt der eine Einkaufstasche. Und in der Einkaufstasche bin ich erschrocken vom Augenwinkel, weil ich denke, da steht ein Dämon. Und lauter so sagen wir, weil, ja, ist halt ein Film, ist fingiert, aber wenn dir der Film so ins Hirn einbrennt, dass du quasi in der eigenen Wohnung gruselt, ja, teils nachts nicht schlafen können, weil da irgendwas knackt oder knirrt hat. Und man hat das Gefühl, ich habe gerade da geschlafen, normal schlafe ich halt da dumm, dann schlafe ich hier. Und dann bin ich da, oder nee, bin ich blöd. Ich habe sogar da geschlafen in meinem Schlafzimmer. Und da bin ich im Schlafzimmer gelegen, also der Dummer halt, nicht hier, da habe ich jetzt von da. Und ich habe das Gefühl gegeben, jemand hockt sich auf mein Bett. Ja, habe mich vielleicht falsch bewegt oder so, habe das Gefühl, war da. Und bin erschrocken und dann geschrien. Also dann, wenn die Effekte hast, noch so einem Horrorfilm, dann war es ein geiler Horrorfilm. Ja. Dann sollte man dann sich lieber zu zweit angucken, da hat man schon Grund zum Kuscheln. Ja, und mich kann ich eigentlich so schnell nicht aus der Fassung bringen, aber der Film der war schon geil, muss ich sagen. Ja. Und auch, du überlegst dir, was kommt als nächstes, was überlegst du, oder wie will jetzt den Dämon raustricksen, ja, im Team. Ja, und das spielt ja immer das Team gegeneinander aus. Ja. Und da wird es auch spannend. Dann denkst du, die Person stirbt und dann können sie in der Gruppe noch der Person das Leben retten. Ja. Ja, also ich fand den Film richtig geil und auch waren so Horror-Effekte drin. Ja. Also die Frau, die wäscht sich das Gesicht und duckt sich, ja, und das Spiegelbild duckt sich auch und sie geht nach oben, das Spiegelbild ist immer noch geduckt, ja, und die ist geschockt und dann geht das Spiegelbild nach oben und stellt ihr dann eine Aufgabe, ja, Wahrheit, ja, ich glaube, Wahrheit oder Pflicht, und in dem Fall hat sie gesagt, Wahrheit will sie, und dann hat der Dämon gesagt, für die gilt jetzt nur Pflicht. Ja. Und habe ich gedacht, warum jetzt? Ja, weil wenn viele davor die Wahrheit immer sagen, dann irgend bei ihrer Person Gott daneben, dann gilt nur Pflicht. Ja. Also müssen sie genau überlegen, wie oft will sie die Wahrheitkarte ausspielen, weil irgendwann ist Pflicht dann irgendwann auch Muss. Ja. Und es war richtig interessant und spannend. Also, und dann versucht der Dämon sich immer gegeneinander auszuspielen und so. Und 60 so Art, der jetzt schlaft mit dem Freund von deiner Freundin und so. Und die sind ja sich gegenseitig schon gegangen, das Team. Und ich fand den Film richtig spannend. Auch horrorhaft. Den auch gute Stimmung eingebracht. Ja. Wenn wir Special Effekte gemacht worden sind, dann hast du nicht gesehen, dass das große Computereffekte waren, dann war das richtig horrorhaft. Ja, also und also ich würde sagen, es war ein bisschen, also es war ein kreatives Eigenswerk, ja. Hat ein bisschen was von Freddy Krüger gehabt, so. Ich habe mir Freddy Krüger jetzt nicht wirklich angeschaut, aber so ein paar Szenen habe ich früher schon mal im Fernsehen gesehen. Und man hört auch von anderen, was sie darüber sagen, so wie man Albtraum, so halt auch Versionen hat auch einen Schmerz am Arm gehabt. Das war der, wo die Schrift an der Wand gestanden ist. Das ist in die Haut einbrennt, wo Wahrheit oder Pflicht oder richtig Schmerz am Arm gehabt. Und dann war die Schrift auf einmal weg. Wie eine Einbildung oder jemand spricht das zu der Person Wahrheit oder Pflicht. Und weil der Dämon, wie ein Vater Morgana was möchte, ja, und die Person, also und der möchte es, und die Person, die das gesagt hat, die weiß nichts davon. Ja. Und ich fand es so horrorhaft, so gruselig und so episch, weil da war erstmal Kreativschreiber am Werk, dann war es
durch das Lächeln, das die immer gehabt haben, wenn sie sich selber was Auto hin, ja, wenn sie die Aufgaben erledigt haben, war das wie Smile, so Smile-Lächeln, wie aus dem Film. So. Ja, das hat, aber es war anständig gesagt, das war sehr kreativ, ja, weil es eigene Wege gegangen ist und nichts kopiert hat. Und ich fand es richtig gruselig. Ja. Und es war sehr unvorhersehbar, wo geht die Story hin. Es war nicht ersehbar, wo geht die Story hin. Und es war ein geniales Schauspiel. Man hat halt denen auch ihre Angst und ihre Verzweiflung auch abgenommen. Ja. Und dann haben die so weiter die Spiele machen müssen. Und dann haben sie auch die eine von der Ex-Gruppe getroffen, die auch immer noch verpflichtet sind, das Spiel weiterzumachen. Also denen das Spiel nicht nur weitergeben, sondern die sind auch noch verpflichtet, das Spiel weiterzumachen. Und dann stoßen die zwei Gruppen aufeinander und müssen sich gegenseitig was Auto und so weiter. Und dann will jetzt ein Demo irgendwie mal besiegen und einsperren. Ja, und dann rausgefunden, was die Vorgeschichte war und vom Spruch sie brauchen und was für Opfer sie machen müssen, um den Dämon einzusparen. Da will sich aber nicht einsperren lassen, da klickt sich aber selber ins Spiel ein und ihm gilt Wahrheit oder Pflicht, aber das ist intelligent, dass er da irgendwie wieder rauskommt. Aber es ist ein krasser Film. Wie das Ende ist, will ich nicht verraten, es ist aber sehr spannend und sehr, ja, unvorhersehbar, ja, und sehr gruselig. Also der Film hat wirklich, also es gibt gute Horrorfilme, aber selten so in der hohen Qualität, muss ich sagen. Man fiebert auch mit den Jugendlichen mit. Ja. Es gibt ja auch eine Jugendliche, die man gleich sympathisch findet und sagt, hoffentlich kommt der da raus und so weiter, überlebt er und so. Ja. Und ich fand den Film so krass, der hat alles gehabt. Geniale Story, geniale Schauspieler, ja, super Special Effects, Horror, Grusel vom Feinsten. Ja. Ich sag von 1, ich habe jetzt dann bei Netflix angeguckt, von 1 bis 10 hat er 11 verdient. Ja. Ich nehme jetzt den Todekopf, ja, super, ins Auge rein, oder? Geht das so? Ja, und damit das Schild Danger Explosivmaterial. Ja, also der Film war, also ich kann nur bei Netflix empfehlen, hat für mich gleich 2 Daumen hochgekriegt. Und den Film hätte ich gerne auch mal in der Filmsammlung, weil der dort in die Dead Game Zone passt. Also da haben einige Filme, wo so um Todesspielchen geht, die quasi von irgendwie Actionfilmen immer mehr bis ins Horror-Schienen reingeht, wo es so um Todesspiele geht. So, ja. Und ich fand den Film, der hat mich schon gepackt. Also der hat mich schon gepackt, der war richtig gruselig. Ja. Und ich habe auch ein paar Tage über den Film Gedanken gemacht, also das ist ein Film, den hätte ich gerne gleich nochmal angucken. Ja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, der ist richtig super. Netflix hat auch super Sachen. Es gibt unter anderem auch super Sachen bei Netflix, wo sagt, die Scheibe brauche nicht unbedingt. Guck's mal an, wenn ich es bei Netflix sehe. Es gibt aber super Sachen bei Netflix, okay, das sollte ich auch schon in meiner Sammlung haben. Ja. Eines, zweimal passt auch, aber um die Sammlung zu vervollständigen. Ja. Also aus dem Thema Wahrheit und Pflicht kannst du vieles machen. Kennst du auch einen Erotikstreifen machen? Mit der Demo dann sagt, okay, irgendwelche erotische Aufgaben stellen, die Person muss das dann erfüllen. Geht man so eine Erotik-Comedy draus machen. Also da wäre Grenze offen, grenzenlos. Ja, oder einen Actionfilm kannst du draus machen. Ja. Aber als Horrorfilm ging es auch. Der ist richtig gruselig gewesen. Also das war richtig ein heftiger Horrorfilm. Und was auch ein Horrorfilm ausmacht, so, auch der vor überhaupt was passiert und schon Angst möchte und gruselt möchte. Ja. Also der war Niveau Friedhof der Kuscheltiere, muss ich sagen. Ja. Vor überhaupt was passiert ist, da hast du schon Angst gehabt. Und dann, wenn was passiert ist, was ja dazugehört auch,
da hast du schon zittert, was passiert jetzt als nächstes? Ja, so, ja. Was passiert als nächstes? Also der Film hat schon, vor was passiert ist, schon Horror ausgestrahlt und ist in auch einiges passiert. Den kann ich nur ans Herz empfehlen. Und damit schon wieder mal hier Lieferung Ende im Gelände. Ja, schwierig jetzt, weil ich habe keinen Platz mehr. jetzt Review drauf drehen, das geht ja wohl nicht mehr. Ich muss erst mal ein paar Gefächer machen und wenn es mal Gott auch mal einen Schrank kaufen von meiner Wohnung, ja, dass ich auch mal die Filme angucken kann und alles haben kann, weil ich kann jetzt gar nicht. Jetzt haben wir Netflix-Film Gott, den muss ich ja nicht mal Sammlung rein, aber bei mir sind die Schränke voll. Ich muss jetzt erstmal handwerklich nochmal zwei Reihen bauen hier im Schrank und dann können wir wieder weitermachen. Und dann machen wir halt mal wieder andere Sachen, was YouTube angeht. Machen wir wieder andere Sachen, was YouTube angeht. Und, aber das machen wir natürlich wieder weiter. Ja? Sobald ich Platz habe, machen wir das natürlich weiter. Und ich wünsche euch noch einen, morgen ist wieder Donnerstag. Haltet durch. Ja? Haltet durch. Ich wünsche euch noch volles, schönes Wochenende. Ja? Schönes Wochenende auch, aber schöne Woche voll. So, wo ich sage. Ja. Ich wünsche euch schöne Woche voll.